lass jetzt los. Wir sind mal wieder in Stuttgart im Stage Apollo Theater, wo Disneys Die Eiskönigin läuft. Und wir machen heute wieder was ganz Besonderes, denn ich wurde eingeladen zu einem Rentier-Workshop. Wenn ihr das Musical mal gesehen habt, dann wisst ihr, dass es da, es gibt, also auch im Film gibt es Sven, das Rentier, und das wird eben auch hier im Musical verkörpert. Da ist ein Darsteller auf der Bühne, das sieht richtig, richtig cool aus. Der hat so ein Rentierkostüm an, der läuft wirklich und es sieht wirklich aus wie ein Rentier. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie das funktioniert. Und ja, heute dürfen wir das mal ausprobieren, oder ich. Matthias ist hinter der Kamera, der filmt das. Ich bin sehr, sehr gespannt und schon mal an der Stelle vielen Dank an Stage Entertainment für die Einladung. Ich freue mich sehr, weil ich liebe dieses Musical auch. Ich habe es schon 3-mal gesehen und es ist wirklich sehr, sehr toll. Und ja, let's go! Wir gehen jetzt auf die Probebühne. Ihr seht das hier alles schon einmal abgeklebt. Das ist ganz normal. Das ist für alle Darstellerinnen und Darsteller, dass sie genau wissen, wo sie genau stehen müssen. Was diese Show so besonders und magisch macht, ist natürlich nicht nur die ganze Szenerie, auf der Bühne mit dem Setting, dem Bühnenbild, die ganzen Lichteffekte, Show-Effekte, die wir übrigens auch in einem ganz wunderbaren Techniktermin erklären können. Da dürft ihr auch sehr gerne mal mit vorbeikommen. Sondern wir haben eben auch 2 Puppen mit auf der Bühne. Die eine Puppe, das wisst ihr, das ist der Schneemann Olaf. Der ist dem japanischen Bunraku-Stil entsprungen. Das bedeutet, da sieht man den Puppenspieler oder die Puppenspielerin immer mit auf der Bühne. Die andere Puppe, das ist unser Sven. Genau, ihr seht es hier hinten schon so ein bisschen. Ich weiß, ein paar von euch wissen das schon, aber ganz viele glauben, dass in der Puppe von Sven 2 Personen stecken. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Es ist wirklich nur eine einzige Person. Wir haben heute Artem hier. Einer unserer 2 Darsteller. Für die Rolle des Sven gibt es nämlich 2 Darsteller. Unsere Darsteller stehen die komplette Zeit, wenn sie im Kostüm sind, um diese Rolle zu verkörpern, auf Stelzen und sind in einer Plank Position. Ich glaube, alle haben eine Plank Position schon mal gemacht. Das ist wirklich das Todesanstrengend, also wirklich, das ist absoluter Hochleistungssport und man muss sagen, dass Artem und Paolo pro Show circa 1000 bis 1200 Kilokalorien verbrennen. Hello everyone. Hello. My name is Artem, as you heard. I'm a professional dancer. I'm from Ukraine. I moved to Germany to work in the show business, and it's very, very nice and very, very entertaining process of all of it. No? I came to this role, to the puppeteering, very recently, so not really, it's already 1 year like we played. But the audition process was very, very interesting because I came to the point when I never did something like this in my life. It was absolutely new for me. No? And it has nothing to do with dancing, it has nothing to do with singing in the musical industry. No? But by your body, you have to tell the audience the story. You have to bring the puppet alive. So our job, being inside of this beautiful costume and make people believe, and especially kids, that this is what we do and it's real, to make a Disney magic for them. Paolo told us the last time what you had to do in the casting process, that you had to help plank for a minimum 8 minutes. Is that right? Yes. On audition process, yeah. It's 8 minutes of plank. Then we do also push-ups from the floor. It's an American challenge. Bring Sally up, bring Sally down for the whole song. You need to find the strength inside of your body, inside of your muscles, heart, whatever it is, but you need to finish the scene. And therefore, you also need to have a strong mind, strong body, and train every day to be able to do that. And we up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then you go up again. To the angry cat.
walking them on the Milano Fashion Week. So you might ask how it's working, right? You ready? Wow. It's working like this. I mean, ladies, you should know what it is, right? Right? I will do exactly the same what you did, just in the steels. And that one is look like that. And then when you go your arm, your leg. This is how you learn how to be a puppet, how to be a reindeer. And there are things like that. Yeah. And then when Sven is very happy, he also does kind of like a happy cat, but it looks like that, no? Right? And then you go back. What we can do and what we do, we lay down. This is what you see in the bridge scene. But then my very first question was, how do I stand up? Because lay down is easy, right? But then to my supervisor I was like, how do I stand up? I cannot even imagine. But then of course with the time we figure out everything and it's just easier than you think. I would ask you, try to not walk like penguin. Okay. Because in the animal world, only penguins are walking like this, right? Yeah, but you see, you do the same arm and same leg. Yeah, it should be right arm, left leg. Sehe ich aus wie ein Rentier? Yes. Yes. But what if there is a danger and Sven needs to run? What if there is a wolf coming behind me? I don't know When you need to fast change your position on stage. What we do is just, guys, we need the covers for next year. Cool. Cool. Gallop is one of the hardest moves, yeah? Because there you also need your coordination so much. If it's gonna be in your heart, then you will find the right position what you need to do. Yes. Bravo! Ist dir warm? I promised them that I will sweat. Yeah, Yeah. we are. Du kannst lachen, ne? We Schon, sweat ja. a lot. Aber das sieht sehr cool aus. Wirklich, es sah wirklich ein bisschen wenigstens cool aus. Nee. Mann, es hat sich richtig doof angefühlt. Ich glaube, ich richtig mit den Beinen gekriegt. Er sieht so elegant aus. Logischerweise. Ein bisschen mehr Erfahrung als ich, aber So therefore boah, das ist so krass, das hätte ich nie gedacht. Das war jetzt ja nix eigentlich. Das ist der Anfang nur. Stunde 1. Das ist der Wahnsinn. Ey. And then when we breathe in, then we sweat. And yeah, but day by day doing it, you know, the more you practice, the more you get it in. It's like everything in the life. Vielen Dank. Thank you for your time. So, das war der Rentier-Workshop. Jetzt habe ich gelernt, wie ein Rentier zu laufen auf der Bühne und ich hoffe, es war für euch auch so interessant wie für uns, mal zu sehen, wie das funktioniert. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das wusstet, dass da ja, so ein Mensch drin steckt und dass das so anstrengend ist, ob ihr euch das gedacht habt, weil ich habe es mir nämlich nicht gedacht. Ich dachte, das ist
zu schaffen, aber es ist nicht zu schaffen, also für mich zumindest nicht. Also wirklich Respekt an den Artem, der das da macht, den ganzen Abend gefühlt auf der Bühne immer wieder. Ja, und dann nochmal natürlich vielen herzlichen Dank an Stage Entertainment für diese coole Erfahrung, auch mal ein bisschen Backstage zu sehen. Und es war noch nicht alles, denn wir kommen wieder im November zu einem, wir kommen sogar wieder, also wir kommen erstmal in das andere Theater, wo dann We Will Rock You läuft, das Musical. Und das gucken wir uns an, da nehmen wir euch auf Instagram mit und wir kommen auch hier wieder hin im November, wie gerade schon gesagt, zu einem Bühnentechnik-Workshop, wo wir uns angucken, wie das mit den ganzen Effekten so funktioniert. Da bin ich super, super gespannt. Also ja, ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch und ich hoffe, ihr fandet es wieder spannend und wir sehen uns im nächsten Video, wahrscheinlich wieder so am Freizeitpark dann. Bis dann!